Rainer, moin, super, dass du auf mich wartest. Hier direkt vor den neuen Fünfern. Ich bin sehr gespannt. Rainer, bevor wir starten, ich meine, du bist ein Urgestein bei Kalkoff. Viele kennen dich aus den Videos vielleicht schon, aber vielleicht magst du trotzdem noch mal ein, zwei Sätze über dich verlieren. Wer bist du und was machst du bei Kalkoff? Ja, ich bin Rainer. Ich bin schon über 20 Jahre hier bei Kalkoff, eigentlich schon immer im Produktmanagement. Das heißt, habe schon ein paar Räder betreut, über die verschiedenen Motoren und Geschäftsetappen hinweg. Und das sind jetzt die neuesten Modelle, das sind unsere neuen 5er-Level. Ja, total lange dabei, du sprichst es schon an. Kannst du für dich denn eruieren, was jetzt so die neuesten Trends im E-Bike-Markt generell sind und wie wir als Kalkoff vielleicht auch darauf reagieren? Also aktuell sind es eigentlich zwei Haupttrends, glaube ich, die man identifizieren kann. Zum einen geht auf der einen Seite der Trend wieder eher zum klassischeren Fahrradlook mit leichteren, schlankeren Modellen oder eben auf der anderen Seite mit wirklich robusten, soliden Alltagsbegleitern, die dann auch ein paar Kilo mehr aushalten. Und wie ich mich hier umschaue, sind wir genau beim zweiten Aspekt, nehme ich mal an. Hier stehen die neuen N-Tice 5. Vielleicht kannst du uns einfach mal mit auf die Reise nehmen. Was macht diese Räder denn so besonders? Was zeichnet die aus? Ja, beim N-Tice 5 sind wir tatsächlich genau da, also beim zweiten Trend. Das ist so, dass das wirklich Alltags-Alleskönner sind und dann sehr, sehr freizeitorientiert. Also wir haben hier Räder in unserer Allroad-Kategorie. Das bedeutet neben City, Trekking ein großes neues Segment, was sich aufgetan hat. Also eher Stollenbereifung, ich kann auf Schotterwege, ich kann mal über Wurzeln fahren, kann aber auch über die Anbauteile, die wir gewählt haben, auch jeden Tag im Alltag zum Pendeln benutzen oder eben für den ganz normalen Tagesbedarf einen Kinderanhänger dranhängen, einen Kindersitz auf den Gepäckträger machen und Co. Und da zeichnen sich unsere Räder eben besonders aus, weil wir ein sehr hohes zulässiges Gesamtgewicht haben, von 170 Kilo auf den Rädern, was man natürlich eben unterschiedlichst nutzen kann. Wenn wir hier die Räder aufgeführt haben, inwieweit unterscheiden die sich denn konkret? Also klar, Farben sind für mich eindeutig, die erkennt natürlich jeder, aber gibt es da nochmal technische Aspekte, die sich da auch nochmal unterscheiden? Also wir haben ein paar technische Aspekte, die bei allen Rädern gleich sind. Also vor allem das Grundchassis, der Rahmen, die Rahmenplattform ist erstmal gleich. Bei allen Modellen gibt es einen Tiefeinsteigerrahmen, es gibt einen Trapezrahmen, es gibt einen Diamantrahmen, eben so wie es die persönlichen Vorlieben beim Rahmen oder beim Fahrrad hat. Wir haben besonders robuste Komponenten gewählt, also wir haben sehr stabile, lange Schutzbleche, dass man eben nicht im Spritzwasser steht und Co. und nichts klappert. Wir haben sehr stabile Gepäckträger für Kindersitze, für Körbe, für Taschen. Und insgesamt sind eben alle Teile so ausgelegt, dass dieses zulässige Gesamtgewicht gehalten wird. Ja. Die Räder unterscheiden sich dann im Detail in der Spezifikation. Also wir haben Modelle, die mit Nabenschaltung und Riemen ausgelegt sind. Wir haben Kettenschaltungsmodelle bis hin zu einem Rad mit eher noch hochwertigerer Ausstattung und einem ABS. Spannend. Ich habe hier gerade schon mal geschaut und sehe bei der Akkuentnahme, ist hier völlig unterschiedlich. Also wenn man hier guckt und da guckt, der eins zur Seite, das andere nach oben. Wie kommt es dazu? Ja, es kommt dazu, weil wir unsere Akkuentnahme eigentlich danach ausgelegt haben, wie der Nutzer das am besten bedienen kann. Beim Tiefeinsteiger ist es so, wir haben die Akkuentnahme nach oben gemacht, weil es ist am einfachsten nach oben, es ist am ergonomischsten und wir haben den Platz beim Tiefeinsteiger. Ja. Wenn wir beim Diamant- oder Trapezrahmen schauen, da ist nun mal ein Rohr darüber, um dem Rad eben noch mehr Steifigkeit, noch mehr Stabilität zu geben. Da haben wir aber Platz zur Seite, eben nicht nach oben raus. Deswegen haben wir uns hier eine Entnahmeversion zur Seite ausgedacht, wo man auch da eben den Akku ganz angenehm entnehmen kann. Großer Vorteil ist eben, bei sportlichen Rädern sieht man es oft, dass die Akkuentnahme nach unten ist. Und da ist man ganz schnell in einem Bereich, der ist dreckig, da ist das Laufrad im Weg, das ist immer ein bisschen kompliziert und fummelig, man kann es nicht genau sehen. Da haben wir uns eben für die Seite entschieden, bei den Modellen und bei die Top-Version bei den Wave. Ja. Rainer, was ich besonders spannend finde, ist auch das Cockpit. Ich kenne das normalerweise, dass hier vorne ein Kabelsalat ist. Sehe ich hier gar nicht. Was hat es damit auf sich? Ja, bei dem Cockpit haben wir uns extrem viel Mühe gegeben. Wir haben immer schon Kabel integriert, das ist aber mitunter nicht ganz einfach. Ja. Und haben jetzt komplett ein neues Cockpit entwickelt für diese Plus-Modelle, für die 5er und 7er. Wir haben alle Kabel integriert. Also das Fahrrad ist jetzt sogar ein ABS-Modell, wo wir eigentlich noch Kabel, Leitungen, Remotes haben. Also eigentlich ist hier vorne sehr viel los. Ja. Wir haben es aber geschafft, durch eine clevere Konstruktion, dass alle Kabel hier vorne eingefangen werden, hier reinlaufen, seitlich in den Rahmen laufen, teilweise durch den Gabelschaft laufen und eben dahin geführt werden, wo sie ankommen müssen. Also dieser ganze Kabelbaum zum ABS verschwindet eben hier völlig und alle anderen Kabel laufen zum Motor, zur Batterie oder zum Leitwerk, wo sie hin müssen und man sieht eigentlich nichts mehr. Gar nicht, ja. Trotzdem ist der Lenkervorbau komplett verstellbar. Also wie für Kalkoff, sage ich mal, die Anforderungen, können unsere Kunden das Ding komplett hochstellen. Also man kann wirklich sehr, sehr aufrecht auf diesen Rädern sitzen. Ja. Und auch die Kulisse für das Display und für die Lampe gibt so viel Verstellmöglichkeiten her, dass man eigentlich in jeder Vorbausituation das Display perfekt einstellen kann oder eben auch das Licht auf die Straße bringen kann. Ja,
komplett hochwertig. Was ich mich auch frage, Antriebssystem, ich kenne es ja von anderen Rädern. Hier sieht man es auf den ersten Blick gar nicht. Ich vermute, das ist hier oder wo haben wir das? Ja, wir haben Mittelmotor, das ist der neue Bosch CX, also der allerneuesten Generation. Der ist im Prinzip basiert sehr auf dem alten, hat ein bisschen anderes Baumaß, ist aber deutlich leiser und laufruhiger geworden, also noch eher in Richtung Trekkingbike entwickelt. Ja. Und wir haben neue Batterien und ich sag mal, unschwer zu erkennen, das Hauptrohr ist schon relativ groß. Ja. Da können wir eine 800 Wattstunden Batterie unterbringen, gibt es aber auch in der 600 Wattstunden Version. Wie weit reicht das ungefähr? Gibt es da Zahlen? Je nachdem, wie schlank du bist oder wie viel Gegenwind du hast, kann das wirklich von 70 Kilometer im Volllastmodus bis hin zu 150, 60 Kilometer alles sein. Da kann man aber auf die Bosch-Homepage gehen und das im Prinzip einmal mit den eigenen Daten ausrechnen. Rainer, vielen Dank für die Vorstellung des Rads. Richtig cool. Wenn ich das für mich zusammenfasse, super sportliches Rad, für alle Alltagssituationen geeignet. Ich kann das sogar nehmen und im Wald fahren, über jede Wurzel hinweg. Absolut, ja. Richtig cool. Also ein Rad könnte ich mir vorstellen, da selbst zu fahren. Danke dir, Rainer. Schön, danke. Cool. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum nächsten Rad. Auf geht's. Komm.